Es ist halt wirklich so, wenn du am Brenner sitzt, den Brenner anmachst, mit deinem Glas arbeiten, ist die Welt drumherum weg. Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Maike. Kommt doch einfach rein und guckt euch ein bisschen um. Ich bin in Berlin, so ein bisschen im Dreiländereck zwischen Kreuzberg, Treptow, Lichtenberg, direkt an der Spree in der Stralauer Allee. Da ist unsere Werkstatt, da machen wir die Glasperlen. Hier sind ganz viele Sachen, die Leute schon hier gemacht haben. Und ich zeige euch heute einfach so ein bisschen, was man mit Glas alles machen kann. Und das ist viel mehr, als man eigentlich denkt. Das Orange wird gleich rot. Deswegen nehme ich Orange, aber man sieht hier, wir haben immer so Probeperlen, dass man sieht, wie die hinterher aussehen, die Gläser. Wie macht man das hier? Wenn du dir diese Stangen anguckst, sind die schon mehrfarbig in der Stange. Ja. Und die machen diesen Marmoriereffekt von ganz alleine. Cool. Genau, das ist unsere Werkstatt. Hier machen wir die Perlen. Wir haben 6 Arbeitsplätze. Die Idee hinter dem Laden, dass Leute sich hier hinsetzen können und mit Glas einfach das machen können, worauf sie Bock haben. Tatsächlich ist es so, nach den ersten Einstiegen, also wenn man die ersten Informationen bekommen hat und das erste Mal Glas in der Hand hat, ist es durchaus machbar, weitere Schritte dann zu lernen. Aber das Gefühl fürs Glas zu kriegen, da würde ich wirklich sagen, es macht immer Sinn, einen Kurs zu nehmen und jemanden, der einem das erklärt vor Ort, Fragen beantwortet. Wenn man dann weitere Sachen auch über Videos lernen will oder über Bücher oder so, da soll jeder seinen Weg finden. Aber der Anfang ist schon wichtig, dass man das einmal vor Ort lernt. Ich habe hier schon vorbereitet, wir haben unseren Zweigasbrenner. Es gibt auch Eingasbrenner, die werden einfach nicht mit Sauerstoff angereichert. Unsere werden mit Sauerstoff angereichert, das macht die Flamme sauberer und heißer. Wir haben unser Glas vorbereitet, den Perldorn mit dem Trennmittel, dass man das Glas hinterher wieder runterkriegt. Das liegt alles schon bereit und dann können wir jetzt anfangen. Gut. So, genau, ich habe ein Feuerzeug, ich habe meinen Brenner. Im Prinzip können wir starten. Die Schutzbrillen, wie gesagt, müssen wir tragen. Zum einen, weil Glas splittern kann und zum anderen haben wir diese unglaublich stylischen blauen Schutzbrillen an, weil wenn wir gleich das Glas in die Flamme haben, sich die Farbe der Flamme verändert. Ich mache also meinen Brenner an. Dann muss ich alles schön vorwärmen. Dieses Trennmittel ist so eine Keramikschicht, die muss einmal schön geglüht werden. Mein Glas muss ich langsam aufwärmen. Dann schmilzt es. Ich benutze hier im Moment weißes Glas. Das ist am Anfang total schön, weil das wird durchsichtig, wenn es flüssig wird. Und man hat so eine optische Rückmeldung dafür, wie heiß das Glas gerade ist. Das hilft einfach, um zu lernen, mit Glas umzugehen. Jetzt habe ich hier dieses flüssige Glas. Das setze ich auf meinen Dorn an. Deswegen heißt das Glasperlen wickeln, weil man wickelt das um diese Dorne drum. Das ist die leichtere Variante, Glas aufzutragen, also das, was ich dir empfehlen würde. Man kann auch mit dem Glas in der Flamme bleiben und die Perle darunter drehen. Das wird immer ein bisschen gleichmäßiger. Ist aber viel schwieriger, weil man mit beiden Händen die richtigen Bewegungen machen muss. Genau, deswegen ist es einfach leichter, Glas zu schmelzen und das geschmolzene Glas dann aufzusetzen. Da muss man nicht so viele Sachen gleichzeitig beachten, deswegen ist das am Anfang ein bisschen leichter. Und es ist noch nicht so richtig schön rund, deswegen machen wir das einfach wieder in die Flamme rein, schmelzen das Glas wieder. Glas hat eine ganz hohe Oberflächenspannung und möchte von sich aus sich rund ziehen und genau das wird die Perle in der Flamme jetzt machen. Waagerecht halten. So, und du siehst, es ist jetzt schon rund geworden und mache mir die Schwerkraft zunutze, indem ich mal schneller und mal langsamer drehe. Und dann habe ich schon eine Perle. Fertig. So wie du das jetzt ja gleich auch machen wirst. Das braucht 2 Stunden. Glas grundsätzlich ist empfindlich gegen sogenannte Hitzespannung. Also schnelle Temperaturwechsel kann Glas nicht gut leiden. Deswegen gibt es halt diesen Topf bzw. den daneben stehenden Ofen. Da liegen jetzt Perlen von gestern drin. Ui. Und wie kriegst du die wieder ab? Wenn die also fertig sind, nimmt man die und kann die hier so abdrehen. Dafür ist dieses Trennmittel da, damit es ausbricht. Und dann hast du die Perle wieder frei. Das wird dann, das Mittel in der Mitte wird dann nass, nochmal so ein bisschen ausgeschliffen. Genau, und dann hat man die fertige Perle.
Du machst erst das Feuerzeug an und drehst dann an dem roten Knopf vom Brenner. Ja, Feuerzeug davor halten. Und jetzt reicht das schon oder mehr? Genau, die Einstellung vom Brenner ist gut. Ich weiß nicht, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Eigentlich links, aber ich mache viel mit rechts. Genau, und zwar nimmst du deine Hand von oben auf den Dorn und greifst zu. Genau, hast du schon? Weil dann kannst du hier hinten nämlich stabilisieren und hier vorne drehen. Ja. Den Glasstab hältst du wie ein Stift. Als würdest du mit der Spitze schreiben wollen. Genau. Jetzt rein in die Flamme, beides. Den Dorn vorglühen, den Glasstab ruhig genau in die Spitze, damit er so ein bisschen warm wird. Ein bisschen drehen immer, dass alle Seiten warm werden. Genau, jetzt wechselst du die Position, machst den Dorn nach hinten. Da ist nur zum Warmhalten und vorne ist die Flamme heißer. Jetzt schmilzt das Glas, wird so langsam flüssig, ne? Und durchsichtig. Dann nimmst du beides aus der Flamme raus, stellst den Kontakt her. Und jetzt wird der Dorn gedreht, der Glasstab wird stillgehalten. Hervorragend. Und diese dünne Stelle, die jetzt entsteht, die schmilzt du einfach in der Flamme ab. Genau. Und das machst du so oft, bis die Perle die Größe hat, die du haben möchtest. Die Perle weiter nach hinten, dass sie nur warm bleibt und nicht schmilzt. Das Glas vorne wieder schmelzen. Genau. Siehst du, die Perle war auch flüssig, da bist du fast ein bisschen zu nah dran gewesen. Ist aber nicht schlimm. Und wenn du genug Glas hast, legst du deinen Glasstab einfach ab und dann schmilzt du das Glas schön unten weiter, ne? Genau, dass es wieder weich wird, damit es rund werden kann. Und dann ist es so ein bisschen wie Honig um den Löffel wickeln. Du musst ein bisschen balancieren, dass diese zähflüssige Masse schön gleichmäßig auf deinem Dorn bleibt. Genau, am besten nimmst du es auf Augenhöhe hoch. Ne, gerade halten, waagerecht halten, sonst kippt's. Es ist ja flüssig. Aber sieht schon sehr rund aus. Genau, am besten nimmst du sie beim Drehen auf Augenhöhe hoch und drehst sie dann. Dann siehst du, ob die rund ist oder nicht. Ja, Genau. sieht ziemlich rund aus. Dann mach sie jetzt nochmal warm, weil sie jetzt ein bisschen abgekühlt ist. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt in dieses Kühlgranulat. Schmelzt sie so lange, bis sie so ein bisschen aussieht wie nass. Also weil das weiße Glas ja durchsichtig wird. Genau, das reicht. Dann nimmst du sie wieder raus und dann wartest du, bis sie wieder komplett weiß ist und dann 5 Sekunden warten. Jetzt ist sie weiß. 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden und dann packst du sie einfach kopfüber in dieses Granulat. Genau. So einfach geht's. Genau, dann kannst du den Brenner ausschalten. Oh. Im Gegensatz zu den meisten Dingen, die wir kennen, hat Glas keinen Schmelzpunkt, sondern einen Schmelzbereich. Also es ist nicht entweder zack, fest, flüssig, sondern es hat so einen Übergangsbereich. Und in diesem Übergangsbereich ist es so, dass es von gerade so formbar zu wachsweich bis hin zu flüssig sich verändert. Und je nachdem, wie viel Hitze du in die Flamme gibst, hast du eine andere Konsistenz vom Glas. Und damit arbeitet man auch tatsächlich. Also wenn ich möchte, dass es sich rund schmilzt, brauche ich ganz flüssiges Glas. Dann zieht sich das von alleine rund. Wenn ich jetzt Figuren herstellen möchte, Mickey Maus Ohren oder was auch immer, dann brauche ich es formbar, aber es darf noch nicht komplett flüssig sein. Und das ist eigentlich so eine der entscheidenden Fähigkeiten beim Glasarbeiten, Gefühl für die Temperaturkontrolle zu kriegen. Für mich ist es immer so, Glas kann mehr als nur schön aussehen, weil dieses Perlenmachen für viele unheimlich beruhigend ist. Also diese Drehbewegung, dieses relativ urtümliche mit Feuer zu arbeiten, einfach unheimlich viel Ruhe gibt. Tatsächlich ist es historisch so, dass die Glasproduktion damals nach Murano gelegt worden ist aus 2 Gründen. Einmal zur Geheimhaltung, damit keiner die Rezeptur kennt. Dadurch, dass die Insel isoliert war, konnte man halt nicht einfach hingehen und mal gucken, was die da so machen. Und das andere waren Brandschutzgründe. Weil wenn man so heiß arbeitet und irgendwas zu brennen anfängt, brennt nicht die ganze Stadt, sondern nur die Insel. Aber all die Stangen, mit denen wir hier arbeiten, kommen von Murano. Das bedeutet, ich darf jede Perle, die ich hier mache, als Perle aus Murano-Glas bezeichnen. Dieses Rumzappeln hier mache ich deswegen, weil ich ja gesagt habe, Glas mag nicht schnelle Temperaturwechsel. Und so wird es nicht ganz so schnell heiß, weil ich es immer wieder kurz rausnehme. Dadurch bricht das Glas einfach, zerbricht das Glas nicht. Jetzt ist es vorgewärmt und jetzt kann ich anfangen zu schmelzen. Und jetzt brauche ich eine
ordentliche Menge an Glas. Wenn ich gleich Glas blasen möchte, sollte die Menge an Glas, die ich schmelze, etwa halb so groß sein wie die Perle, die ich hinterher produzieren möchte. So, jetzt habe ich also hier so eine Menge an Glas. Ich mache meinen Dorn ein bisschen warm, damit es daran klebt, weil an kaltem Metall würde das Glas auch nicht kleben. Und jetzt setze ich mein Glas da einfach ab. Jetzt muss ich das wieder schön flüssig machen. Weil festes Glas kann ich logischerweise nicht aufpusten. Wir sind einfach, was die Größe angeht, begrenzt, weil wir das Glas mit dieser Flamme heiß halten müssen. Ein Glasbläser hat ja so einen großen Ofen, in dem er das Glas heiß hält. So. Jetzt muss ich das balancieren. Und jetzt habe ich eine kleine Glaskugel. Das Problem an Glaskugeln ist, ich könnte die ja jetzt, also ich kann die natürlich jetzt so lassen mit nur einem Loch, so wie Weihnachtskugeln. Oder aber ich möchte ein zweites Loch haben, das muss gar nicht immer genau gegenüberliegend sein. Ich kann jetzt hier einfach eine Stelle Glas heiß machen. Und nochmal blasen und dann ist hier jetzt ein Loch entstanden. Genau, damit es einfach nicht zu kalt ist. Ich darf es auch nicht zu warm machen, weil wenn ich es zu warm mache, dann verformt es mein Glas. Und dann geht es wieder in unser Granulat zum Abkühlen. Natürlich, ich hatte meine Werkstatt die letzten 15 Jahre, bevor ich diesen Laden aufgemacht habe, auch zu Hause. Das ist der Brenner, den ich mir vor inzwischen fast 20 Jahren gekauft habe. Du hast ja gesehen, einfache Perlen zu machen ist wirklich nicht besonders schwer. Das kann man relativ zügig lernen. Wie gesagt, dieser erste Kurs dauert bei mir 2 Stunden. Dann kann man Perlen machen, man kann diese Stringer ziehen, man kann Verzierungen machen, man kann verschiedene Formen machen. Grundsätzlich. Genau, dann machen Leute durchaus die Dekoration für ihren Weihnachtsbaum hier in den Kursen. Genau, das sind so die Farben, die immer allen zur Verfügung stehen, in allen Workshops, in der offenen Werkstatt. Wann immer man herkommt, kann man aus der Auswahl an Farben sich überlegen, was man machen möchte. Einfach mit der Hand abwischen reicht schon? Nee, guck mal, dafür sind extra diese Poliertücher da. Das Ding ist, dass Staub und auch Handfett, wenn es in der Flamme verbrennt, schwarze Flecken in der Perle hinterlassen. Deswegen poliert man die Glasstäbe immer. Genau, das ist so der Punkt, wo der Perlenmacher sich die Finger verbrennt. Wenn du jetzt quasi das Blasrohr noch heiß gewesen wäre. Ja. Genau. Das wäre heiß. Das sind die Verbrennungen, die man kriegt. Deswegen gewöhnt man sich immer an, dass der heiße Teil hinter der Glasablage ist. Mhm. Dass man nie etwas anfasst, was im hinteren Bereich des Arbeitsplatzes ist, sondern nur im vorderen. Das ist so eine der Sachen, wie man dafür sorgt, dass man sich möglichst wenig verbrennt. Gut. Die Perldorne, die stehen hier oben. Und die haben wir in verschiedenen Durchmessern. Das ist jetzt nur die wir immer dabei haben. Wir haben ja auch welche, wo man hier Gewinde dran hat. Oder ich hatte ja vorhin die gezeigt, an denen wir Knöpfe herstellen. Wir haben Ringdorne, die gibt es in flach und in rund und in verschiedenen Größen. Die Dorngröße entscheidet, wie groß das Loch ist. Das hat jetzt 3,2 mm Durchmesser. Erst dippen, genau, immer so ein bisschen nur rein. Und so ist es beim Perlenmachen auch. Jeder muss seinen Weg finden, das Ergebnis zu erzielen. Jetzt kann ich auch rein theoretisch mit Grün weitermachen, oder? Genau. Du kannst beliebig alle Farben miteinander kombinieren, wie du Lust hast. Ja, ich glaube, jetzt habe ich eine runde Perle hingekriegt. Genau, dann nimmst du sie raus, weiterdrehen, bis sie abgekühlt ist. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden und dann kann sie rein. Also diese Sachen, die hier so liegen, die sind deswegen ganz spannend, weil das ist sogenannter Wechselschmuck. Da kann man immer einen Teil aufschrauben und dann seine eigenen Perlen darauf dekorieren. Und dann kann man halt jeden Tag zu Anlass bezogen oder wie auch immer sich entscheiden, die umzudekorieren. Ja. Ne? Wow.
Und die Fritten, die ich hier im Regal habe, wenn ich mit Kindern arbeite, arbeite ich halt in so Formmulden. Da werden diese Fritten hier reinsortiert, in dem Fall eine Mischung, aber wir haben die auch einfarbig, sodass die Kinder selber entscheiden können, was sie machen. Geht auch für Erwachsene. Und dann wird es hinterher von uns in der Mikrowelle zusammengeschmolzen. Das dauert nur ungefähr 5 Minuten, sodass die Kinder zugucken können, wie das entsteht. Genau, ich finde diese Plastikhalter für diese Geburtstagskerzen so grundsätzlich hässlich, diese Plastikdinger. Und habe dann aus Glas angefangen, Halterungen für Kuchenkerzen zu machen. Nachdem unsere Glasperlen mindestens 2 Stunden abgekühlt sind, können sie nun ausgelöst werden. Dann sind unsere Perlen erstmal fertig und bereit, in einem anderen Video weiterverwendet zu werden. Wenn dich das Thema interessiert, schau gerne bei Maike vorbei. Den Kontakt findest du in der Videobeschreibung. Oder schaue dir jetzt ein weiteres Video auf unserem Kanal an. Wie man macht auf YouTube und Telegram.